Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Häkeln mit Elli. In diesem Video werde ich mit euch zusammen so eine Netztasche häkeln aus Polyesterschnur 3 mm. Die habe ich gehäkelt, feste Maschen und Stäbchen. So, ich möchte euch nochmal die Masse geben. Meine Tasche hat jetzt die Höhe 39 cm. Die Breite ist 28 und die Tiefe hat sie 7 cm. Und da sind ja noch die gehäkelte Henkel und die sind so, die Henkel sind ungefähr 69, wenn ich es richtig gemessen habe, oder? Mache ich noch mal. Ja, 69 cm sind die Henkel lang. Die Tasche ist ja relativ groß und man kann ja auch mit so einer Tasche einkaufen gehen. Da passt auch Laptop rein, College-Block. Also ja, ist es jedem selbst überlassen, was man da so rein tun möchte. Ja, dann wollen wir einmal beginnen, uns so eine Tasche zu häkeln. Für die Tasche habe ich genommen Polyesterschnur 3 mm. Das ist die türkische Wolle, 100% Polyester. Ich kann aber leider nicht sagen, wie viele Meter hier drin sind, aber ich vermute, das sind 100 Meter. Dann Häkelnadeln. Die Tasche werde ich mit 4,5 mm häkeln und mit 2,5 werde ich ja dann die Faden verstecken, Schere Faden abzuschneiden, ein Feuerzeug und Faden miteinander zu verbinden und dann viele Marker. Eine Seite von der Tasche habe ich schon gehäkelt und mit euch zusammen häkel ich die zweite Seite, weil wir auch insgesamt 2 Seiten brauchen. Und es sieht einmal so aus. Okay. Und wir machen jetzt 43 Luftmaschen. Die erste Masche zähle ich mit. Und dann insgesamt 43 Luftmaschen schlagen. Und so weiter, dass man 43 Luftmaschen hat. 43 Luftmaschen habe ich jetzt gemacht. Und wir fangen mit der ersten Reihe. Und der Muster besteht aus 2 Reihen. Die erste Reihe ist ganz einfache feste Maschen. Und die zweite Reihe besteht aus einem Stäbchen und einer Luftmasche, aber das zeige ich euch nochmal. Also, das ist unsere Kette, die wir gemacht haben. Wir drehen die einmal so um und hier sehen auf der Rückseite diese Schlingen. Und unter jede Schlinge müssen wir eine feste Masche häkeln. Und wir lassen die erste aus, beginnen bei der zweiten. Gehen unter durch und machen dann die erste feste Masche. Es sieht einmal so aus.
unter jede dieser Schlinge machen wir feste Masche. Und so machen wir bis Ende der Reihe und insgesamt sollen es 42 Maschen sein. Also bis Ende der Reihe häkeln. 40 feste Maschen habe ich jetzt gehäkelt. Mir fehlen noch 2 Maschen. Also ich mache jetzt bei der vorletzten Schlinge eine feste Masche. Und hier ist unsere erste Luftmasche. Ich gehe dann unter diesen Teil durch. Also das ist ja da, wo der Endstück ist. Und mache dann eine feste Masche und ziehe an den Endstück und mache dann hier fest. Wir beginnen jetzt mit der zweiten Reihe und die zweite Reihe, wie ich schon gesagt habe, besteht aus den Stäbchen. Und der erste Stäbchen machen wir immer 3 Luftmaschen. Dann machen wir noch eine Luftmasche. Das ist ja die Luftmasche, die wir zwischen den Stäbchen haben werden. Drehen die Arbeit. Diese erste Masche, die werden wir auslassen. Wir fangen bei der zweiten Masche an und machen den Stäbchen. Und hier gehen wir unter den beiden Schlingen. Dann die Luftmasche, eine Masche auslassen, in die nächste häkeln wir ein Stäbchen. Wieder die Luftmasche, eine Masche auslassen, in die nächste machen wir ein Stäbchen. So soll es aussehen. Dann wieder die Luftmasche, eine Masche auslassen, in die nächste häkeln wir Stäbchen. Luftmasche, eine Masche auslassen, in die nächste häkeln wir ein Stäbchen. Und so machen wir bis Ende der Reihe. Ich bin ja fast am Ende der Reihe, mache die letzten Maschen und am Ende mache ich eine Luftmasche und die letzte wird immer ein Stäbchen sein. Ich gehe auch hier durch, unter diesen beiden Schlingen und mache ein Stäbchen. Dann beginnen wir mit der nächsten Reihe. Luftmasche, Arbeit drehen und diese Reihe häkeln wir nur feste Maschen. Ich gehe hier unter durch und so mache ich eine feste Masche. Bei den Stäbchen gehe ich hier in der Mitte unter diesen beiden Schlingen und mache eine feste Masche. Hier gehe ich wieder unter durch und die Masche häkeln. Bei den Stäbchen, also hier einstechen, Faden holen und die feste Masche häkeln. Und so häkeln wir bis Ende der Reihe 42 feste Maschen. Ich bin jetzt fast am Ende der Reihe angekommen, mache noch ein paar Maschen. So, die letzte Masche an der Stäbchen mache ich ja hier. Dann zwischen den beiden
muss ich auch noch eine feste Masche häkeln. Und die ganz letzte Masche häkel hier auch. Ich drehe erstmal die Arbeit und gucke da, wo wir die 3 Luftmaschen gemacht haben. Das ist die erste, zweite und die dritte. In die dritte Luftmasche muss ich jetzt einstechen. Das war ja die hier. Ich nehme immer 2 Schlingen und häkel dann die feste Masche. So. Wir beginnen wieder mit den Stäbchenreihe und machen ersten 3 Luftmaschen. Das ersetzt unser ersten Stäbchen. Dann eine Luftmasche, das ist ja die Luftmasche zwischen den Stäbchen, Arbeit drehen und beginne dann Stäbchen zu häkeln. Ich überspringe an der Seite 1, 2 Maschen und bei der dritten steche ich ein und dieses Stäbchen befindet sich genauso wie das Stäbchen darunter ist, dass die beiden gleich sind. Dann mache ich wieder die Luftmasche. Das mache ich jetzt zum Überspringen mache ich jetzt nur am Anfang und weiter lasse ich nur eine Masche aus. Dann die nächste einstechen und Stäbchen häkeln. Wieder die Luftmasche, eine Masche auslassen und dann weiter. So häkeln wir bis Ende der Reihe und am Ende der Reihe muss immer ein Stäbchen sein. Dann, so wie hier ein Stäbchen, dann macht ihr eine Luftmasche, die Arbeit drehen und fängt mit feste Maschenreihe. Also zwischen den beiden eine Masche häkeln, dann da wo das Stäbchen ist eine Masche häkeln und so weiter. Und insgesamt brauchen wir dann 37 Reihen. Die erste Reihe, das ist die zweite. Also die zweite ist immer unsere Stäbchenreihe. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter, dass wir erst 37 Reihen haben. Und dann, wenn wir diese 37 Reihen gemacht haben, und das ist unsere feste Maschenreihe, dann drehen wir die Arbeit einmal um und fangen wieder mit den festen Maschen. Also wir müssen dann zum Schluss 2 Reihen noch dazu häkeln, die nur aus festen Maschen bestehen. Und ich denke mal, das könnt ihr auch ganz alleine machen, das ist ja nicht so schwer. Und dann ist der Teil fertig und wir brauchen dann 2 solche Teile. Ich habe mein Teil weiter gehäkelt und mir ist der Knäuel zu Ende gekommen und ich möchte es verbinden. Ich habe jetzt die beiden Endstücke, die lasse ich ein wenig mit dem Feuerzeug anbrennen. Dann drücke ich die beiden Seiten zusammen und nach ein paar Sekunden drehe ich so an den Faden. Achte darauf, dass das auch nicht so heiß ist, sonst kann man sich auch richtig dolle verbrennen. So, jetzt ist es fertig und ich kann dann auch mein Teil weiter häkeln. Mache dann die Luftmasche und wie gehabt weiter. Häkeln, dass man insgesamt 37 Reihen hat. Und da sieht man auch auf der Rückseite kaum, dass ich es
beiden Faden miteinander verbunden habe. Das ist ja sogar hier. Sieht man ganz wenig, wenn man das genau drauf schaut. Seht ihr das? Ja. Okay, weiter häkeln und dann sehen wir uns später, wenn wir Seitentaschen machen. Ich habe weiter gehäkelt und insgesamt habe ich jetzt 37 Reihen und die letzten 2 Reihen mache ich feste Maschen rein. Also, wir beenden die 37. Reihe mit festen Maschen, machen eine Luftmasche, drehen die Arbeit um, beginnen bei der zweiten, also die erste Masche überspringen und hier fangen dann an, machen die erste Masche und so häkeln wir dann bis Ende der Reihe. Insgesamt 42 Maschen soll es sein. Also bis Ende der Reihe und die letzte Masche, das ist ja die hier. Dann machen wir wieder die Luftmasche und häkeln die Reihe wieder zurück. Also das werde ich euch nicht zeigen, das ist einfach einmal hin und zurück häkeln und dann werden wir diese Seiten nochmal mit festen Maschen häkeln und das zeige ich euch. Die 39. Reihe ist jetzt auch fertig und ich fange jetzt die Seiten einmal umhäkeln, Taschenboden und die andere Seite. Und zwar, es geht auch mit festen Maschen. Wir machen jetzt eine Luftmasche und stechen die erste Masche da, wo die letzte Masche war. So, stechen ein und machen dann die feste Masche. Gehen in die nächste Reihe und nehmen beide Schlingen mit und häkeln dann die zweite Masche. So, hier haben wir die Reihe beendet und hier haben wir dann die letzten 2 Reihen, 2 feste Maschen gehäkelt. Bei den Stäbchen, da wo die Stäbchen waren, häkeln wir 2 feste Maschen. Da wo die Reihe war mit festen Maschen, häkeln wir nur eine und gehen dann unter den beiden Schlingen und machen die feste Masche. Dann wieder an Stäbchen angekommen, unter den Stäbchen machen wir 2 Maschen, dann eine Masche, zwei Maschen, eine Masche und so weiter bis zu der Ecke. Bei der Ecke angekommen, mach noch die letzte Masche, dann Luftmasche und hier ist die Kette, wo wir die Reihe angefangen haben. Gehe ich unter der erste, das ist unser Endstück, Masche rein und mache eine feste Masche, ziehe dann an diesem Endstück und dieses Endstück häkeln wir gleich rein. Also dann die nächste, es ist ein bisschen schwierig, muss man auch Häkelnadeln ein bisschen reinbohren oder ihr nehmt bei der Reihe die Häkelnadel kleiner. Und so häkeln wir dann bis zu der Ecke. Hier machen wir bei der letzte auch letzte Masche, Luftmasche und fangen dann genauso diese Seite häkeln, wie hier gemacht haben und bis Ende der Reihe.
Auf dieser Seite bin ich jetzt auch fertig. Dann mache ich jetzt auch die Luftmasche und fange auf der Seite, und die erste Masche geht hier rein unter den beiden Schlingen. Da wo der Stäbchen ist, 2 Maschen. Dann hier rein unter den beiden Schlingen, unter der Stäbchen 2, hier rein und so weiter bis Ende der Reihe. So, ich bin jetzt hier an der nächste Ecke angekommen und mir fehlen noch 2 Maschen. Ich gehe dann einmal hier rein und einmal hier rein und verbinde die Reihen mit nahtlosem Übergang. Schneide den Faden ab, ziehe an den Endstück. Und hier kann ich die erste Masche sehen. Gehe dann mit der Häkelnadel hier durch, hole mir den Faden. Der Rückseite gehe ich dann unter diesen beiden Schlingen durch. Und hole mir den Faden und ziehe dann auf die Rückseite. So habe ich jetzt die Reihe endlos verbunden. So, dann will ich noch Endstücke verstecken oder diesen Endstück. Das andere habe ich ja reingehäkelt. Hier ist ja das Teil. Ich möchte euch einen Trick zeigen, was eigentlich gut für Polyesterschnur ist. Also ich habe dieses Endstück reingehäkelt. Jetzt ziehe ich da und zieht sich hier der ganze Stoff zusammen. Es ist nicht so schlimm. Ich schneide hier ein Stückchen ab, nehme mein Feuerzeug, lasse das einmal kurz schmelzen, darf aber nicht brennen, und dann ziehe ich den Stoff so auseinander, und dieser Endstück versteckt sich automatisch unter den Maschen, und man sieht ja auch von der Seite auch gar nichts mehr und hier auch nicht. Und auf der Seite mache ich es genauso. So, verstecke dann erstmal das Endstück. Ziehe das noch einmal hier, dass das ein bisschen lang ist, und so. Dann ziehe ich an dem Endstück. Man kann ja auch schon sehen, dass das sich auch so zusammenzieht. Dann schneide ich ein Stückchen ab. Lasse das einmal kurz anbrennen, dass der Faden ein bisschen schmelzt, und dann ziehe ich an den Stoff und das Endstück versteckt sich da und dann den Maschen, und das war's. Und wenn man mit den Fingern ein bisschen drauf drückt, dann verbindet das Endstück sich nochmal mit dem Stoff und es bleibt so fest, dass das nicht rauskommt. So, das ist jetzt das Teil, was ihr gehäkelt habt. Ich habe jetzt schon 2 Teile davon. Ihr müsst 2 gleiche Teile machen. Ach so, ja, wenn ich ja die beiden Seiten
häkeln mit den festen Reihen. Wichtig ist, es müssen gleiche Maschenzahl auf beiden Seiten sein. Ich habe von einer Seite 56, von der anderen Seite 56 und unten habe ich 42 und insgesamt dann die Seite unten und die Seite 154 feste Maschen haben. So, dann, wenn beide Seiten fertig sind, bügele ich das, bringe hier diese beiden Teile ins Form, pack natürlich auch ein Handtuch oben drauf und dann erst bügeln. Ne? Nicht mit dem Bügeleisen auf den Stoff gehen, sonst verschmelzt euer Stoff mit dem Bügeleisen zusammen. Irgendwas, Handtuch, einen nassen Lappen könnt ihr rauflegen und dann bügelt ihr das Teil und bringt ihr das in gerade Form und lässt das austrocknen. Und ich mache das immer noch, ich lasse ein Handtuch oben drauf und ein paar Bücher packe ich oben drauf, dann nimmt das noch ein bisschen bessere Form auf. So, dann wollen wir gleich mit den Seiten beginnen. Ich beginne jetzt mit den Seiten für die Tasche und mache 12 Luftmaschen. Die erste zähle ich mit 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. So, 12 Luftmaschen sind jetzt fertig. Einmal die Kette drehen und hier sehen wir die Schlingen und unter diese jede Schlinge häkeln wir eine feste Masche. Die erste lassen wir aus und fangen bei der zweiten an. Und so bis Ende der Reihe, dass wir 11 feste Maschen haben. So, ich mache die letzten 2 Maschen. Und hier ist die Luftmasche. Am Endstück mache ich dann noch eine feste Masche. Ziehe ich an Endstück und so befestige ich die Masche. Mache dann die Luftmasche, Dreharbeit. Ich lasse dann diese Masche, die entstanden ist, als wir die Luftmasche gemacht haben, und die. Und in diese Masche häkle ich dann die feste Masche. Unter die beiden Schlingen und dann bis Ende der Reihe sollen es 10 feste Maschen sein. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Masche. Dann die Luftmasche, Arbeit drehen, die erste und die zweite wieder auslassen und bei der dritten anfangen und häkeln wieder 10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Das ist ja die Luftmasche. Unter den beiden Schlingen gehen wir mit der Häkelnadel durch. So, und da häkeln wir dann auch die feste Masche. Wieder die Luftmasche, Arbeit
drehen, die erste und die zweite auslassen und bei der dritten wieder anfangen mit feste Maschen. Wieder 10. Das ist die 9. Masche und die letzte ist wieder hier unter den beiden Schlingen gehen. So, die Luftmasche, drehen die Arbeit und wieder die 10 feste Maschen häkeln und so entsteht ein gerade Endteil oder das Teil hier. Und wenn man hier zum Beispiel die Luftmaschen macht und die Maschen nicht auslässt, entsteht hier so ein Zickzack, der ein bisschen doller zu sehen ist als hier. Okay, ihr häkelt jetzt so weiter und insgesamt brauchen wir 154 Reihen. Also hier habe ich schon 4 Reihen gemacht. 150 brauche ich noch. Also 154 Reihen häkeln. So, diesen Teil habe ich jetzt auch fertig. Das sind 154 Reihen. So sieht es aus. Jetzt muss ich diesen Teil genauso wie die Vorderseite und Hinterseite einmal bügeln. Und dann werden wir die Teile miteinander verbinden. So, ich habe jetzt alle 3 Teile fertig. Hier habe ich 154 Reihen gehäkelt und wir fangen jetzt die 3 Teile miteinander zu verbinden. Und zwar da, wo unsere 3 Reihen waren, das wird oben sein und das wird hier unser Taschenboden sein. Wir legen die beiden Seiten mit Innenseiten nach innen und das ist ja die Außenseite, ne? Wo wir die Reihe, sieht man auch, gemacht haben, dann zurückgehäkelt haben und nochmal die 3. Reihe ist es ja hier die. Das kommt nach außen und die Seite kommt nach innen. Also beide Seiten legen wir mit diesen Seiten nach innen und verbinden dann diesen Teil mit den Teilen. Und zwar, ein Teil packe ich erstmal zur Seite. Nehme erstmal unsere Seite. Wir haben 154 reingehäkelt. Ich habe von hier 56 Reihen abgezählt und von beiden Seiten markiert. Dann 42 Reihen gezählt und von beiden Seiten markiert. Und dann am Ende sind mir auch 56 Reihen geblieben. Das ist das, was wir auf unserem Teil haben. Hier haben wir 56 Maschen, hier haben wir 42 Maschen und hier haben wir wieder 56. Und verbinden ja die Teile mit Kettmaschenreihen. So. Also nee, diese Seite muss ich nehmen. Wieder gucken, dass das ja auch richtige Seite ist. Ich suche dann bei der letzten Reihe die letzte Masche, das ist die hier. Und dann haben wir eine Luftmasche gemacht und unter diese Luftmasche gehe ich durch. Nehme mir Seitenteil. Und ziehe den Faden hier auf diese Seite. Und verbinden die Reihe mit Kettmaschenreihe. Dann gehen unter der nächste
Masche. Auf der Seite werden wir immer 2 Schlingen haben. Auf dieser Seite werden wir eine oder 2 haben. Also es wird sich abgewechselt. Hier habe ich zum Beispiel eine Schlinge. Gehe ich unter durch und mache so eine Kettmasche. Die erste versuche ich richtig festzuziehen, dass das hier nicht auseinander geht, ne, an diese Verbindungsteilen. Dann gehe ich unter die nächste Masche durch. Hier habe ich ja dann 2, kann man auch richtig sehen. Unter den 2 gehen, Faden holen und die Kettmasche. Dann die nächste, da hier habe ich nur einen Faden und so die Kettmasche verbinden. Und so weiter bis zu der Ecke und den Markierer, den ich gesetzt habe. Insgesamt müssen dann hier auf der Seite 56 Kettmaschen sein. Und ich häkel die dann auch nicht so fest, ganz normal, sonst wird das Teil sich richtig hier zusammenziehen und das wollen wir auch vermeiden. Zeige ich nochmal, unter diese eine Lasche gehen, durchziehen und fertig. Nächste Masche, hier sind ja 2, durchziehen und fertig. Also wir häkeln dann bis zu den Marker und hier bis zu der letzten Masche. Bin jetzt bei der Ecke angekommen, mache die letzte Masche und hier ist dann die Markierung. Hier durch, hier durch und die Kettmasche machen. So, jetzt müssen wir einmal wenden und hier bei den Ecken, als wir diese letzte Reihe gemacht haben, haben wir hier bei den Ecken eine Luftmasche gemacht und die werden wir jetzt einmal, das ist ja die hier, auslassen. Die häkeln wir nicht. Wir gehen in die nächste Masche rein. In die nächste Masche und hier ist dann die eine Schlinge. Bei der Ecke lassen wir auf diesen Teil die Luftmasche aus. Die häkeln wir nicht. So, dann gehen in die nächste Masche. Und so häkeln wir dann bis zu der Ecke. Dass wir die Teile miteinander verbinden bis zu diese Ecke, also bis zu den Marker, der ist abgefallen. Hier sollte ein Marker sein. So, bis zu den Marker. Und hier bei dieser Ecke haben wir auch eine Luftmasche gemacht. Die lassen wir auch aus. Und dann fangen bei der nächsten an und verbinden dann bis zu Ende. Bin wieder bei der Ecke angekommen und mache dann auch Marker ab. Und hier mache ich genauso die letzte Masche von den Boden und dann von der Seite. So, dann hier kommt die Luftmasche. Hier ist sie. Das ist die Luftmasche. Die lassen wir raus, gehen in die nächste
und verbinden dann so der Teil bis zu Ende. Also jede Masche miteinander verbinden bis zu der Ende. So, ich bin jetzt am Ende angekommen und auf der Stelle werde ich dann Faden abschneiden, rausziehen . Auf die Rückseite nehmen und dann von der Rückseite Faden dann verstecken. So, ich ziehe das nochmal auf die Rückseite und dann am Ende werde ich dann das Endstück hier verstecken. So sieht es aus. Und wir beginnen jetzt einmal mit dem zweiten Teil. Ich lege jetzt den zweiten Teil so hin, dass die Innenseite nach innen zeigt und verbinde ich dann die Teile, Teile miteinander zu verbinden. Und zwar, ich fange von dieser Seite an. Suche mir die erste Masche, das war die Luftmasche, und dadurch gehe hin, dann gehe ich da unter die beiden Schlingen und ziehe mir den Faden nach vorne. Ich halte erstmal das Endstück mit dem Finger fest und wenn ich ja die zwei Teile auch miteinander verbunden habe, kann ich das Endstück auch am Ende hier verstecken. Und diese Seite machen wir genauso wie mit Kettmaschenreihe. Verbinden, hier in der Ecke nicht vergessen, die Luftmasche auslassen. Weiter häkeln bis zu dieser Ecke, wieder die Luftmasche auslassen und dann treffen wir uns hier und dann zeige ich, was ich ja auch weiter gemacht habe. So, ich habe jetzt die beiden Teile miteinander verbunden und ich habe hier die Reihe beendet und einfach weiter, ich habe den Faden nicht abgeschnitten, weiter hier an der Seite mit Kettmaschenreihe gemacht, an diese Seite einfach nur die Reihe, in jede Masche eine Kettmasche gehäkelt und einmal hier, bin jetzt hier am Ende angekommen und jetzt darf ich den Faden abschneiden. Ziehe ich den Faden raus und verbinde mit nahtlosen Übergang und suche mir die erste Kettmasche, das war ja die hier, wo ich hier angefangen habe, gehe ich unter durch, von der Rückseite ziehe ich mal den Faden nach innen. Und so ist dann die Reihe mit nahtlosen Übergang verbunden. So, die ganzen Endstücke werde ich dann verstecken. Und jetzt können wir anfangen, die Taschenhenkel zu häkeln. Jetzt können wir mit den Taschenhenkel beginnen und zwar, die werde ich auch häkeln. Wenn ihr
andere Taschenhenkel benutzen wollt, das könnt ihr gerne machen. Und ich möchte, dass meine Tasche komplett gehäkelt ist. Ich gucke mir jetzt diesen Teil an der Seite und sehe die erste Masche. Die lasse ich jetzt aus, gehe mit der Häkelnadel zwischen der ersten und zweiten Masche durch, hole mir den Faden und mache so die erste Masche. Dann mache ich eine Luftmasche. Dann gehe ich in die nächste. Von der Rückseite könnt ihr genau sehen, wo die Häkelnadel rauskommt. Und die kommt hier in diese Öffnungen raus. Und diese Maschen häkel ich fest, weil nachher, wenn irgendwas in der Tasche ist, dass das ja auch hier der Faden sich nicht so schnell ausdehnt. Also 2 habe ich schon und 2 mache ich noch. Dritte und die vierte. Mache eine Luftmasche, also das Endstück habe ich noch reingehäkelt. Wende die Arbeit und bei der ersten Masche fange ich wieder an und häkle dann 4 feste Maschen. 2, 3 und die letzte Masche ist das unter der Luftmasche und die 4. Luftmasche, wieder die Arbeit wenden und 4 feste Maschen häkeln. 2, 3, 4, wieder die Luftmasche und häkeln weiter so. Und wenn ich meine Henkel gehäkelt habe, sage ich euch genau, wie viele Reihen es insgesamt waren. So, ich habe an den Henkeln weiter gehäkelt und bei mir sind das insgesamt 100 Reihen geworden. Die erste Reihe habe ich nicht mitgezählt. Ich habe ab der zweiten Reihe angefangen und insgesamt habe ich dann 100 Reihen. So, dann habe ich am Ende Faden abgeschnitten, ungefähr 20 bis 30 cm und Faden mit den Henkel mit der Tasche zu verbinden, ziehe ich an dem Faden, nehme dafür aber die kleinere Nadel und zähle 1, 2, 3 und 4. Die 4 Maschen, dann gehe ich unter diese Kette von hinten und ziehe mir dann, nochmal gucken, dass der Henkel sich nicht verdreht, den Faden nach hinten. Ziehe ich fest, dann gehe ich unter den beiden Schlingen durch, hole den Faden, ziehe wieder nach vorne und von hinten ziehe wieder auf die Rückseite. So. Dann gehe ich zu der nächsten Masche und dann zu der nächsten an der Tasche und hole mir den Faden.
Und von der Rückseite hole ich mir den Faden wieder auf die Rückseite. Alles festziehen, dann die nächste Masche und so verbinde ich jetzt Henkel mit der Tasche. Dann noch die letzte. Nochmal zurückziehen. So, jetzt ist der Henkel mit der Tasche verbunden. Auf der Rückseite werde ich dir den Faden schön verstecken, alle Faden verstecken und dann ist die Tasche fertig. So, die Tasche ist soweit fertig. Ich muss ja noch die ganzen Endstücke verstecken und ich werde natürlich noch mal zum Schluss die Tasche bügeln und diese Tasche noch mal eine richtige Form zu geben. Ich habe für Tasche 3 Knolle benutzt und das ist das, was noch ja geblieben ist von dem dritten Knoll. Also es ist nicht viel. Ja, man benötigt ungefähr so 300 bis 350 Meter von Polyesterschnur in 3 mm. Von mir war es das schon. Ich hoffe, ich konnte euch neue Muster zeigen, neue Tasche. Dann wünsche ich euch dabei auch viel Spaß, diese Tasche nachzuhäkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!